So, schön, dass ihr da seid. Starten wir gleich mal durch. Ja, ich will heute intuitiv malen. Und der Schatten hier, der inspiriert mich schon. Denn damit kann ich nochmal einfach auf eine Bildeinteilung gehen, ohne darüber nachzudenken. Nimm mal ein bisschen Wasser dazu. Dann verläuft das gleich ein bisschen. Dann geht es auch alles viel leichter. Und irgendein Spachtel, den du da hast. Ich habe den hier gerade liegen. Aber du kannst auch einen normalen Spachtel nehmen, völlig egal. Jetzt haben wir schon den ersten Schritt über die weiße Leinwand gemacht. Und das finde ich, da hat man schon so einen Start. Und jetzt kannst du weiter fließen. Ich hatte erst überlegt, auch Kaffee zu nehmen. Aber ich will nochmal den Farbton hier haben. Denn der verläuft ja auch sehr gut. Ist noch ein bisschen intensiver. Und dann verteilen wir den auch einfach. Nimm das Palettenmesser und verteilen das hier so ein bisschen, und das ist schon toll. Also wie jetzt die Farbe läuft, wenn da Wasser drunter ist, läuft es halt viel, viel besser. Ich schreibe auch wieder alle Materialien unter das Video, wie so oft. Also schaut da bitte unter das Video. Ja, und damit bin ich hier auch wieder einen Schritt weiter und das macht voll Spaß. Also man kann sich hier auch so ewig mit aufhalten, sage ich mal. Also diese Nuancen hier drin sind schon toll. Ja, was will man mehr? Ist doch immer ein tolles Schauspiel hier, finde ich. Also es ist so schön. Und ich war gerade spazieren durch Sonne und grünes Gras. Ja, voila. Da ist sie, die Wiese. Und wie das läuft, da könnte man sich jetzt drauflegen. Also genieße das, trink deinen Kaffee und genieße das einfach, schau zu, was passiert. Ich war über so eine Frostwiese gegangen, also es war morgens, die Sonne schien ganz golden und das Gras knirschte dann so richtig. Und ja, es war sehr, sehr schön, sehr kalt. Also jetzt hier drin ist natürlich schön warm und deswegen kannst du es noch mehr genießen. Also lass dir da ganz, ganz viel Zeit mit. Jetzt ist es hier halt sehr nass. Also hier ist so eine richtige Pfütze und dann lasse ich es schneien. Ne? Ist auch der Frost. Schau mal, wie schön das aussieht. Alleine das, also mach das so mit dem Schneebesen hier ein bisschen schneiden lassen und den Frost hier wieder auf die Leinwand holen. Und es sieht ja auch total schön aus. Also es hat ja was und es verbindet sich jetzt auch mit der Farbe. Also man kann auch das einfach so lassen, trocknen lassen oder hier einfach ein bisschen jetzt verrühren. Und ja, ist jetzt zu viel des Guten. Und aber auch tolle Linien, oder? Sieht auch wieder gut aus. Auch wieder wie Gras. Ja, aber das ist jetzt doch ein bisschen zu viel gewesen. Du siehst, wenn man zu viel drauf gibt, dann bindet das halt schnell. Deswegen brauche ich jetzt irgendeine Flüssigkeit. Kaffee ist toll, toller Farbton. Viele denken ja, oh Gott, Kaffee, finden das, also ich habe das gelesen, dass es ja eklig ist, tatsächlich. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Bisschen glätten. Ja, und Kaffee ist mit einer der ältesten Farbstoffe. Also es ist nichts Schlimmes dabei, sich den Kaffee darauf zu kippen. Es ist einfach ein sehr lichtechter, sehr toller Farbstoff. Ich will auch noch mal ein paar frostige Blätter formen. Mal gucken, was hier so kommt. Aber wir haben ja jetzt so eine Paste quasi. Also es ist ja eine dickere Farbe jetzt. Und da kann man auch ein bisschen Struktur mitmachen.
auch toll. Also es sieht auch fantastisch aus, hier diese Form hier drin. Aber das muss ich jetzt gerade mal ein bisschen trocknen. Ja, Föhn oder Kaffee trinken hat auch immer was Gutes zwischendurch oder Tee, was auch immer du magst. Weil da kann man sich nochmal das Bild angucken und dann den nächsten Schritt quasi entscheiden. Und das war jetzt hier so eine spontane Entscheidung gerade, das hier oben so grün zu malen. So eine schöne grüne Wiese. Ja, hier oben die Kante ist jetzt sehr markant. Also da ist das Fließen ja viel, viel einfacher jetzt. Nehme ich hier glatt die Farbe wieder auch auf. Du siehst das hier. Das ist von da oben die Farbe. Man braucht auch immer gar nicht einen Pinsel oder so. Man kann auch einfach eine Folie nehmen, ein Tuch nehmen, ein bisschen die Farbe drüber wischen oder auch die Hände. Du kannst ja hier auch schön mit den Fingern einfach malen und ja, färbst damit ja auch ein bisschen die Textur wieder ein. Es war so ein schöner Waldspaziergang und da schien so schön golden die Sonne durch, dass ich jetzt hier einfach auch nochmal ein bisschen Gold verwende. Das hier so ein bisschen drauf streue, das verläuft dann recht schnell. Und das ist natürlich auch immer ein toller Effekt, finde ich. Passt auch gut zu Grün. Hier vorne die Ecke, hier unten, die mache ich nochmal ein bisschen heller. Und dann lasse ich es auch. Ein schöner Spaziergang hier. Hier, guck mal, wenn das Licht so dagegen scheint, dann ja, ist das Gold so richtig toll zu sehen. Und man kann hier auch überall so ein bisschen die Struktur sehen von der Folie. Also ganz, ganz intuitiv eigentlich so gemalt, ohne großartig nachzudenken. Und der Schatten war jetzt so meine Inspiration von der Bildabteilung, also da auch gar nicht lange überlegen. Kritzel da einfach was hin und dann passt das schon. Ja, ich lasse das Pulver da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, oder ich kann hier noch mal so ein bisschen
das auflösen, dann ist es nicht ganz so ein Klecks vielleicht. Mal gucken, dass die Farbe sich jetzt nicht mitlöst. Also ich bin ein bisschen vorsichtig hier, sonst habe ich das Gold nicht mehr. Aber gut, das kann man ja auch schnell nochmal nachgeben. Das Goldpulver, was ich hier benutze, das habe ich schon als Kind gehabt. Das ist uralt, also so alt. Ja, und immer noch sehr gut zu gebrauchen hier. Aber auch so ein paar Krümelchen will ich hier eigentlich lassen. Also ich will es gar nicht komplett vermalen. Und das ist eine tolle Struktur hier, finde ich, oder? Was sagst du dazu? Genau. Ja, so lasse ich das. Also toll, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Toll, dass ihr die Tassen bestellt habt. Ich freue mich voll. Also alle Tassen. Jeder hat irgendeine. Also ich habe auch viele zu Hause. Und ja, ob du jetzt einen Rahmen selber bauen willst, guck mal unter das Video. Ich habe dir da viel zur Farbberatung reingepackt. Ich finde, das macht immer noch mal was. Also sieht immer noch mal schöner aus. Und das Video hier mit dem Gold ist ja auch schon im Kanal. Das ist übrigens Kaffee, auch mit Kaffee gemalt. Die Sonne scheint heute so schön. Voll gute Laune. Ist einfach so bei mir. Also wenn die Sonne scheint, dann ja, bin ich ein bisschen wacher. Und die Sonne scheint und ja, das kennst du auch. Und jetzt genieß einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle hier seid, mit mir chattet, dass wir alle chatten, so inspiriert in den Tag gehen. Ja, es war richtig ein toller Maltag, wo ich das Bild gemacht habe. Und es war sehr intuitiv und dann geht das immer in so eine meditative Malerei hinüber. Dazu habe ich auch wieder was auf meinem Blog geschrieben, also schau da gerne rein. Denn ja, so einen Spaziergang kannst du ja, also wie gibst du die Idee jetzt auf die Leinwand? Und das ist halt nicht nur der Spaziergang, sondern das sind eben diese ganzen Emotionen, die man aufnimmt und die man ja auch wieder sichtbar machen kann, also wieder auf die Leinwand bringen kann, was ja dann diesen heilenden Effekt hat, weil du kannst nicht immer alles in dir behalten, sondern du musst auch mal was raushauen und das kann man eben ganz gut auf der Leinwand machen. Also, sei mutig, mach das. Ein bisschen Struktur haben wir heute auch, dann ist vielleicht für alle was dabei, ein bisschen fließen lassen. Und jetzt genieße einen ganz schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar, das unterstützt mich so ganz persönlich vor allen Dingen. Und dein Like unterstützt mich, das sorgt auch dafür, dass du wieder ein Video von mir zu sehen bekommst. Und genauso dein Abo. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!